Rayman, ich vermisse dich. Am 1. September diesen Jahres wirst du 30 Jahre alt. Aber gemessen daran, dass Ubisoft ein 25-jähriges Jubiläum bereits nicht die Bohne interessiert hat, habe ich keine großen Hoffnungen. Denn abgesehen vom DLC für ein Mario-Spiel und viel zu vielen Mobile-Titeln habe ich dich schon seit 2013 nicht mehr gesehen. Komm doch zurück, bitte? Und bis es soweit ist, schauen wir uns deine Ursprünge an mit einer völlig verrückten, aber absolut großartigen Trilogie, die viele Kindheiten geprägt hat. 1995 ging es los für Rayman, obwohl es sogar eher für den Super Nintendo hätte erscheinen sollen. Letztlich übersprang man die 4. Generation aber völlig und feierte sein Debüt auf dem Atari Jaguar. Zum Glück ist er aber nicht mit dem zusammen untergegangen, sondern ließ sich auch auf zahlreichen anderen Plattformen blicken. Damals noch auf DOS und Sega Saturn Systemen und seinen größten Erfolg feierte es schließlich noch auf der PlayStation, bevor es später noch für den Game Boy Color veröffentlicht wurde, wenn auch mit einem völlig anderen Leveldesign. Ebenso für den Game Boy Advance, den Nintendo DS und natürlich Handys. Raymans erstes Abenteuer war ein erfrischender 2D-Plattformer zu einer Zeit, in der so ziemlich jeder an 3D-Spielen arbeitete. Das farbenfrohe Design ist in jedem Level aufs Neue eine absolute Augenweide. Der Soundtrack jagt einen Ohrwurm nach dem nächsten durch deine Gehörgänge und es wirkte nicht so, als hätten die Leveldesigner sich einschränken lassen, wenn es darum ging, wie verrückt alles werden sollte. Hier stiehlt der kreativ benannte Antagonist Mr. Dark das Pro-Toon, das für die Harmonie in Raymans Heimatwelt sorgt. Dabei werden die kleinen Electoons verstreut, die Mr. Dark von seinen zahlreichen Handlangern in Käfige einsperren lässt. Auf dem Weg durch die Level muss man alle 102 davon finden, auch die verdammt knifflig versteckten, da einem der Weg zum finalen Boss ansonsten verwehrt bleibt. Vorausgesetzt, der immense Schwierigkeitsgrad des Spiels verwehrt einem das nicht ohnehin. Diese Notwendigkeit lädt einen aber natürlich dazu ein, gründlich zu erkunden, auch wenn man sich dabei zahlreichen zusätzlichen Gefahren aussetzt, um die man eigentlich lieber einen Bogen gemacht hätte. So findet man auch Besonderheiten wie die kleine fliegende Elfe, die einen schrumpfen lässt und somit neue Pfade zugänglich macht. Dauerhafte Fähigkeiten hingegen werden von der Fee Bettilla im Spielverlauf freigeschaltet, mit denen man gewisse Level sogar erneut spielen muss, um die jetzt erst zugänglichen Käfige zu zerstören. Zunächst lernt Rayman seine praktischerweise freischwebende Faust zu schleudern, danach gibt es Fähigkeiten wie das Festhalten an Vorsprüngen, das Hangeln, Rennen oder natürlich sein ikonisches Helikopterhaar. Rayman bietet eine Menge spaßige Abwechslung, gerade auch in seinem Leveldesign. Ich hege besonders wohlige Erinnerungen an die Mücken-Shoot'em-up-Level oder das Flut-Level recht zu Beginn, wo man unter Zeitdruck vor den steigenden Wassermassen fliehen muss. Aber so kunterbunt und süß das Spiel auch aussehen mag, so brutal war es in der Realität. Rutschige Plattformen, am besten noch winzig klein, tödliche Abgründe, schwer einzuschätzende Hitboxen oder einfach nur die unzähligen, unfairen Überraschungen. Aus heutiger Sicht mag Rayman Redemption von einem Homebrew-Entwickler die angenehmere Variante sein, mit einer Menge zusätzlichem Content. Ebenfalls deutlich einfacher war das 1999 erschienene Rayman 2 The Great Escape, in dem die 3D-Technologie die Entwickler schließlich doch noch eingeholt hatte. Der Untertitel des Spiels rührt daher, dass ein schrecklicher Roboterpirat Raymans Heimat erobert und all seine Bewohner gefangen nimmt, inklusive Rayman selbst. Entsprechend muss er also ausbrechen, seine Freunde befreien und die Schurken vermöbeln. Um sie allerdings vollkommen auszulöschen, benötigt Rayman die Hilfe des Gottes Polokus, den es zunächst mit der Hilfe von 4 in Tempeln gefundenen Masken zu wecken gilt. Tatsächlich begann die Entwicklung des Spiels noch als 2D-Nachfolger und sollte nur, ähnlich wie Oddworld zum Beispiel, 3D-Zwischensequenzen haben. Durch die auftauchenden Gameplay-Trailer für das damals bald erscheinende Crash Bandicoot entschlossen die Entwickler doch lieber mit der Zeit zu gehen und Pionierarbeit zu leisten. Zweifelsohne gelang ihnen das auch, denn Rayman 2 gilt als einer der besten Plattformer seiner Zeit und wurde unzählige Male neu aufgelegt.
Abgesehen von dem zugrunde liegenden Grafikstil hat sich aber auch sonst eine Menge geändert. Der farbenfrohe, fröhliche Wald, in dem selbst die Schurken grinsen, wurde eingetauscht gegen schlammige Sümpfe und trostlose Tempel. Auch ansonsten wollte man in den Leveln mehr Sinn machen, wo nun nicht einfach rutschige Plattformen in der Luft schweben, weil es eine spaßige neue Herausforderung war, sondern solche Passagen nur integriert wurden, wenn es auch im gewissen Grad logisch war. Auch das Kämpfen wurde gehörig überholt. Nun knüppelt man nicht mehr nahezu alles einfach mit einem Schlag weg, sondern springt von links nach rechts und zurück, während man darauf wartet, dass der Gegner aufhört zu blinken und erneut angegriffen werden kann. Es ist auch faszinierend, dass sich selbst Rayman 1 so anfühlt, als würde es mehr Verstecke bereithalten und mehr Erkundung anbieten. Rayman 2 ist dafür ein 3D-Spiel erstaunlich linear geraten, wollte wohl aber auch die technischen Limitierungen aller relevanten Plattformen mit einbeziehen und nicht zu viel von seiner Framerate opfern. Die PC-Grundversion hatte daher signifikante Textureinbußen auf dem Nintendo 64 oder der PlayStation. Etwas, das der Dreamcast-Version erspart blieb. Der PS1-Version fehlen übrigens auch einige Gebiete im Austausch für wenige andere und auch nicht alle Spielmechaniken sind identisch. Ganz zu schweigen vom erweiterten PS2-Port mit Sprachausgabe, Minispielen, einem Upgrade-System und einer neuen Hub-Welt unter dem Titel Rayman Revolution. Gönn dir doch auch mal eine Revolution in deinem Getränkeregal. Mit dem Code LordofNerds5 sparst du 5 Euro auf deine erste Probebestellung bei Holy, die dir leckere zuckerfreie Soft- und Energy-Drinks anbieten in einer Vielzahl von natürlichen Fruchtgeschmäckern. Und die geilen Designs auf ihren Verpackungen wirken fast wie Videospielcharaktere. Rayman 2 ist übrigens auch für viele der Charaktere verantwortlich, die Spätzünder in der Reihe erst in Origins oder Legends kennengelernt haben. Allen voran Raymans bester Freund Globox, der Frosch mit Angstzuständen. Oder die magischen Teensies. Auch Fliege Murphy taucht hier zum ersten Mal auf, die erst mit den Touchscreen-Funktionen von Legends wirklich Relevanz erhalten sollte. Hier aber nur denselben Nutzen erfüllt wie Zeldas Navi. Worüber man sich im Spiel übrigens auch lustig macht. Verschwinde, Fee! Zelda braucht dich! Ja. Genauso gibt es allerdings auch Charaktere, die in der Reihe keinen Fortbestand feiern durften, was die eine oder andere Szene herzzerreißend traurig macht. Sam, die Schlange beispielsweise, dürstet nach sozialer Interaktion und bricht in Tränen aus, als Rayman ihn verlassen muss und entgegen seinem Versprechen nie mehr zurückkommen würde. Trotz seinem designtechnischen Umbruch wird auch Rayman 2 seinem Cartoon-Stil noch gerecht und ist atmosphärisch und bunt. Man darf es nur eben nicht ausgerechnet mit seinem psychedelischen Vorgänger vergleichen. Man wollte eben eine andere Stimmung treffen und das hat man auch geschafft. Ganz allein mit den atmosphärischen, glaubhaften Umgebungen und seinem wieder einmal hervorragend passenden Soundtrack. Die Polygone sind vielleicht etwas grob geraten, aber dennoch funktioniert das Spiel aus heutiger Sicht immer noch verdammt gut und bietet eine ziemlich einzigartige Erfahrung, die im Gedächtnis bleibt. Nach einem Abstecher zu Rayman Arena mit seinen viel zu zahlreichen, viel zu unterschiedlichen Versionen erschien 2003 schließlich noch Rayman 3 Hoodlum Havoc. Echt schön und ziemlich witzig auf eine frühe 2000er Art. Das kommt wohl auch durch den deutlich gestiegenen Anteil von Dialog und Zwischensequenzen, dieses Mal vorgerendert. Rayman und Globox müssen entsetzt feststellen, dass die süßen Lams von einer bösen Macht in schwarze Hoodlums verwandelt werden, die Unheil anrichten. Sie stehlen Fell und Wolle von Lebewesen und erschaffen daraus magische Umhänge, die sie beim Tragen wie einen Körper kontrollieren können. Rayman muss sie aufhalten und gleichzeitig noch seinen besten Freund von einer Krankheit befreien. Für das Finale des Spiels hebt es sich einen neuen Gegnertyp auf, die sogenannten Knarren. Und die sind nicht ohne. Vor allem, wenn man damals eben noch ein unschuldiges Kind war und das Spiel versucht, sie mit allen Mitteln so unheimlich wie möglich zu machen. Von Musik, Atmosphäre und Design ganz zu schweigen, grummeln sie beim Herumlaufen darüber, wie sie dein Fleisch oder Hirn fressen und deine Knochen brechen wollen und wie sie dir Bambus unter die Nägel schieben möchten. Ich war ein ungezogener Junge. Sehr ungezogen. Freigegeben ohne Altersbeschränkung. Vielen Dank, USK. Kein Wunder, dass Globox sich ständig besäuft, wenn auch mit Pflaumensaft. Wobei nie spezifiziert wird, ob der nicht schon gegoren ist.
Nach der geradezu psychedelischen, bizarren Traumwelt in Rayman 1 und der düsteren, atmosphärischen Stimmung von Teil 2 nennt auch Hoodlum Havoc eine ganz spezielle Richtung sein eigen. Alles ist deutlich lockerer, absurd auf einem humoristischen Level und damit auch wieder eine völlig andere Spielerfahrung als seine Vorgänger. Der Charakter wurde mit der Absicht entworfen, seiner Kreativität freien Lauf lassen zu können. Und das hat man auch hier wörtlich genommen. Die anderen Spiele haben zumindest keine vergleichbaren Sequenzen wie ein schrumpfender Rayman, der dann in seinem Schuh herumrast, um seinen anderen Schuh auszuschalten. Auch gameplay-technisch hat man sich kreativ ausgelebt, denn auch Rayman kann sich die magischen Kräfte der Hoodlums zunutze machen und selber Kostüme anlegen, die einzigartige Fähigkeiten freischalten. Seien es spezielle Geschosse, die zum Beeinflussen von Plattformen genutzt werden können, eine kurzzeitige Flugfähigkeit, hilfreiche Zerstörungskraft oder auch der Enterhaken vom Cover. Damit verschafft man sich auch nicht selten Zugang zum nächsten Levelabschnitt, was eine schöne Weiterentwicklung von den Schaltern und Mechanismen in Rayman 2's Spielwelt ist. Obgleich Hoodlum Havoc noch einen gehörigen Tacken linearer geworden ist, was den Gebrauch der Fähigkeiten stellenweise etwas witzlos oder zumindest zu einfach macht. Dafür ist das Kampfgameplay in Teil 3 erheblich spaßiger geworden und reiht sich mit seiner Schleuderfaust in den Olymp der spaßigen Kampfplattformer seiner Generation ein. Die Sounds und Bildelemente, wenn man jemanden verprügelt, sind eine wahre Wonne. Speziell der geschwungene Faustwurf ist eine nette Mechanik, die das Blocken einiger Gegner umgeht und es so umso befriedigender macht, wenn sie besiegt werden und die Hoodlums panisch abhauen. Die Rayman-Trilogie ist ein Dreiergespann, wie es sein sollte. In seiner Essenz verbunden und doch ist jeder Teil ein völlig eigenständiges, einzigartiges Erlebnis, das sich überhaupt nicht anfühlt wie einer seiner beiden Brüder. Was wohl auch der Grund ist, warum jeder, der sie gespielt hat, einen anderen Lieblingsteil hat und es keine wirkliche Einigkeit darüber gibt, welcher denn nun der beste Teil ist. Und das wiederum spricht für die Trilogie als Ganzes. Ein PS1-Spiel, das durchgeknallter ist als die verrücktesten Elemente aus allen 3 Rayman-Teilen zusammengenommen, ist Skull Monkeys. Und ich hab's hier für dich durchgespielt. Meiner ist größer als deiner. Vielleicht, aber meiner ist länger als deiner.